So ihr Lieben, ihr seht, das war keine Zauberei. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Heute gibt es mal wieder ein kleines Handwerker-Video und zwar wollen wir uns mit dem Thema Innendämmung beschäftigen. Leo ist mit dabei, der macht gerade den Dampfer klar. Hier hinter uns seht ihr unsere Putzmaschine. Wir werden heute Lehmputz anmischen. Wir werden die Lehmputzmaschine dazu nehmen, Lehm an die Wand zu bringen und damit die Holzweichfaser-Innendämmung anzukleben. Wie das alles geht, erfahrt ihr hier in diesem Video. Den Lehm, den wir hier bei uns an der Baustelle einsetzen wollen, den haben wir hier in sogenannten Big Bags. Das ist ein Lehmunterputz und der ist schon komplett putzmaschinenfertig gemischt. Das heißt, hier ist Lehm drin, der ist abgemagert mit Sand und da sind auch kleine Strohhäcksel drin. Eigentlich genau wie bei dem traditionellen Lehm, nur in dem Fall schon putzmaschinentauglich. Hier hinter uns in der Durchfahrt unter Dach, da steht unser Dumper. Das ist so ein kleiner, ja, wie so ein bisschen größer geratene motorisierte Schubkarre. Und wir machen es so, dass wir unseren Baukran nehmen, heben das Big Bag mit dem Baukran hoch über den Dumper. Danach schneiden wir das Big Bag auf. Der Lehm fällt in den Dumper rein. Der hat ja eine Stahlmulde. Aus der Stahlmulde kann man richtig schön rausschippen. Dann anschließend fahren wir mit dem Dumper genau hier vor diese Kante. Das entspricht genau, wenn die Mulde hochgekippt ist, der Unterkante von dem Dumper. Der Maschinist von der Putzmaschine, der steht da oben drauf und man kann das easy aus dem Dumper in die Mischmaschine reinschippen. Die Mischmaschine, die bereitet unseren Lehm vor. Gibt professionellere Maschinen als die. Ich habe die günstig gekauft, habe die irgendwann mal ertüchtigt. Jetzt lässt sich mit der Maschine auch gut Lehmputz verarbeiten. Das ging vorher nicht. Wir müssen hier in der Mischmaschine den Lehm vormischen. Dann kippen wir das hier unten in den Zwangsmischer rein. Der Zwangsmischer, der ist eben ganz wichtig. Der ist eigentlich für trockene Sackware konzipiert. Mit erdfeuchtem Lehm funktioniert das nicht. Das ist auch der Grund, warum ich die Putzmaschine so günstig kaufen konnte. Der Vorbesitzer hatte die sich gekauft, wollte damit Lehmputz machen, sagt, das geht nicht. Mit dieser Anordnung geht es eben jetzt doch. Wichtig ist, hier muss das Wasser bei, hier oben müssen wir vormischen. Dann das vorgemischte Zeug hier schon in der passenden Konsistenz in den Zwangsmischer rein. Der Zwangsmischer, der macht die Lehmmasse homogen, packt sie dann hier unten in die Pumpe rein, in die eigentliche Pumpe von der Putzmaschine. Hier kommt gleich noch die Schlauchgarnitur ran. Dann bringen wir das Ganze nach oben. Oben habe ich dann eine Spritzdüse. Damit kann ich die Wand vorspritzen. Da wird einfach nur so ein ziemlich dünnflüssige Schlemmer an die Wand gebracht. Damit kann ich die Holzweichfaserplatten ankleben. Und dann gibt es eben je nach Untergrund, ob man Steinuntergrund hat oder einen Lehm-Holzuntergrund, zwei verschiedene Dübelarten. Die stelle ich euch jetzt vor. Bei der Dämmung unterscheidet man zwei grundsätzliche Arten. Einmal gibt es ja diese Flexdämmung, Zwischensparrendämmung. Da habe ich hier was liegen von, das habe ich zum Beispiel als Deckendämmung hier oben bei der neu eingezogenen Deckenfeldern zwischen die Balken gemacht. Das ist so eine Klemmdämmung, die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wattemäßig. Ähnlich wie man das auch von dieser Steinwollendämmung kennt. Und dann gibt es eben hier die Dämmplatten. Das ist eine Innendämmung, die gibt es auch als Außendämmung. Die Außendämmung ist in der Regel nicht beputzbar. Die Dämmung, die ist beputzbar und die hat Nut und Feder. Das heißt, hier ist die Nut, hier ist die Feder und damit lassen die sich zusammenstecken. Durch das Nut- und Federprinzip kann man dann halt eine große Platte aufbauen. Die lässt sich relativ gut mit so einer Akkukettensäge schneiden und man wählt bei der Kombination in so einem Fachwerk Lehmaltbau eine Dämmungsstärke von ca. 6 cm. Wir bringen dann hier auf der anderen Seite, auf der beputzbaren Seite, noch eine Wandheizung auf, die dann auch wieder in den Lehmputz mit eingefügt wird. Wenn man eine Außendämmung macht, dann kann man natürlich hier auf dieses System komplett verzichten. Da wir uns aber
vorgestellt hatten, dass wir eben das Fachwerk sichtbar erhalten und uns das auch gut gefällt, haben wir uns halt hier für eine komplette Innendämmung entschieden, in Kombination eben mit einer Wandheizung. Das stelle ich in den folgenden Videos auch nochmal vor. Ich hätte ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Dübelarten. Man hat einmal hier diesen Art Dämmungsdübel. Das kennt man auch so von außen. Also die sind eigentlich so die gängigeren Dübel. Wenn man jetzt eine Ziegelsteinmauer hat, dann bohrt man vor und schlägt dann hier den Dübel ein. Durch das Aufschlagen hier hinten auf diese Spitze spreizt sich hier vorne der Kopf und der Dübel sitzt fest in der Wand. Wichtig bei den Dübeln ist immer die Dübel. Die stecken ja im Mauerwerk und überbrücken die Dämmung. Deswegen sind die Dübel aus Kunststoff. Die sind isoliert. Die haben hier auch noch mal einen gedämmten Kopf, sodass sich dann nachher die Kälte aus dem Mauerwerk nicht durch, hier ist ja Metall drin, durch das Metall wieder auf die Innenseite übertragen kann. Damit würde ich nachher gerade bei einer Wandheizung meine gesamte Wärme dann in die Außenwand wieder ableiten. Das ist natürlich schlecht. Dann gibt es hier solche, das sind einfach wie so Teller, so Dichtungsteller will ich mal sagen. Die sind so aufgebaut, dass man hier eine Scheibe hat. Die nimmt man dann in Kombination mit einer langen Schraube. Die lange Schraube, die geht durch die Dämmung durch. Man steckt sie also hier rein und nimmt dann diesen Tellerkopf und schraubt damit dann die Dichtung an die Wand. Und damit wird das Ganze dann fixiert in den Balken. Also man muss natürlich was haben, wo man reinschrauben kann. Ist eben halt für einen Holzhinterbau. Beim Fachwerkhaus hat man natürlich viele Balken und deswegen ist hier so eine Scheibe dafür super geeignet. Damit ich die Kältebrücke, hier ist ja dann der Schraubenkopf drin, der guckt ja dann quasi aus der Dämmung raus, wieder das gleiche Prinzip. Die Schraube geht durch die Dämmung durch, steckt in der Wand drin. Die Kälte von der Außenwand kann durch die Schraube in den Innenbereich übertragen werden und deswegen habe ich dann hier so einen kleinen Knopf, den klippe ich dann über die Schraube, über den Schraubenkopf drüber. Wenn dann nachher hier verputzt ist, dann kann keine Übertragung der äußeren Kälte mit dieser Kältebrücke Schraube in den Innenraum erfolgen. Das heißt also zwei, die sind wesentlich billiger in Kombination mit den Spackschrauben. Die Einschlagdübel, die sind schon, sage ich mal, da im Verhältnis eine ganze Ecke teurer. Aber gut, man muss halt gucken, wenn ich jetzt wie hier bei uns, ist jetzt das Haus aus Backsteinen gemauert. Wir haben kein reines Lehmziegelhaus. Bei Lehmziegeln kann man unter Umständen auch noch mal eine Spackschraube hier in den Lehmziegel reinschrauben. Bei den solide gemauerten Gefachen, die mit Klinkersteinen, also Feldbrandziegeln ausgemauert sind, geht das nicht. Und deswegen müssen wir jetzt von beiden Arten Dübeln genügend vorrätig haben, um eben dann unsere Dämmung an die Wand zu bekommen. Wichtig ist, dass wir auf die Wand vorher diese Schlemmer auftragen. Wenn jetzt hier noch loser Putz ist, dann muss das auf jeden Fall so weit angeraut werden, dass das wieder tragfähig ist. Also komplett alles runter muss meiner Meinung nach nicht. Also dünne Schlemmer auftragen, denn die Platte wird nachher angeklebt. Die zusätzliche Verankerung, die ist eben nur dafür da, damit nachher die Last abgetragen wird. Nur das reine Kleben, das könnte sich ja lösen und nachher fliegt mir dann meine ganze Wand als Platte wieder, liegt die mir nachher in der Bude drin. Von daher zwei Befestigungsarten. Zum einen mit einer dünnen Schlemme wird das angeklebt, die wird dann fest. Das trägt wahrscheinlich dann nachher das Hauptgewicht, aber die zusätzliche Verankerung mit der Struktur eben dann nochmal über Dübel. Wir gehen jetzt raus, machen den Dampfer klar, machen die Putzmaschine klar, machen die Schläuche klar und dann geht es oben an der Dämmung weiter. So, wir haben inzwischen unsere Maschinerie am Laufen. Leo ist oben am Mischen, der versorgt die Mischmaschine mit Nachschub. Wir haben auch schon den Zwangsmischer gefüllt, unten die Pumpe gefüllt und auch den Schlauch gefüllt. Im Mühlraumkeller läuft ein Kompressor, der versorgt unseren Kuppel mit Druckluft. Die Druckluft brauchen wir für zwei Sachen. Hier unten die Pumpe ist druckluftgesteuert. Das heißt, wenn ich oben die Druckluft aufdrehe, dann fängt hier unten an die Pumpe zu laufen und fördert uns dann immer Nachschub. Jetzt sind einige Maschinen hier in der Anlage drin. Hier oben der Zwangsmischer ist komplett gefüllt, hier unten die Pumpe ist komplett gefüllt, der Schlauch ist komplett gefüllt. Wir gehen jetzt hoch und sehen zu, dass wir mal ein bisschen was an die Wand bekommen. So, das hier oben entschuldigt ein bisschen die Lichtverhältnisse, aber
ist halt hier Indoor immer ein bisschen schlecht. Es ist ja alles live und nicht im Studio. Das ist die Wand, die ich jetzt dämmen möchte. Ihr seht, hier unten habe ich schon die Dämmplatten geschnitten, die erste mal so auf Verdacht. Schneiden kann man die Dämmplatten ganz prima mit so einer Akkukettensäge. Das funktioniert einwandfrei und früher habe ich das mit allen möglichen Sachen, so habe ich es an einer Bandsäge geschnitten und was weiß ich. Die Akkukettensäge ist echt das Top-Werkzeug dafür. Da habe ich mir einen Schlagschrauber, Steinbohrmaschine parat gelegt, habe die Dübel hier hochgeholt. Ich habe die Tellerkopfschrauben hier vorbereitet. Der Schlauch von der Putzmaschine liegt hier. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich spritze jetzt erstmal ein bisschen. Oh, ihr lauft an. Seht ihr das? Kalt draußen, drin warm. Luftfeuchtigkeit. Schon ist die Sicht weg. Besser, ne? Also ich spritze da jetzt erstmal ein bisschen Lehm an die Wand dran und dann drücken wir die Platten dran. Hier, wo der Riss hochgeht, das sieht man ganz schön. Da läuft ein Balken, da sind aber auch noch mehr Balken drin. Und jetzt werden wir das so aus einer Mischung von Holzschrauben und die andere Option ist eben, was ich euch vorhin gezeigt habe, dieser Spreizdübel, den man reinschlägt. Mit dieser Mischung werden wir jetzt die Platten an die Wand machen. Wie gesagt, erstmal ein Lehmbett an die Wand spritzen, vorspritzen, wo die Platten sich dann reinsetzen und dann anschließend Platte festschrauben mit den Dübeln. Die Pumpe fängt an zu laufen, so wie ich hier die Druckluft anstelle. Wenn ich die Druckluft wieder aufstelle, bleibt auch die Pumpe stehen. So kann ich hier oben immer schön das, was ich an die Wand nutze, steuern. Das ist eine richtig coole Sache. Dann setze ich jetzt einfach die Dämmplatten an. Die setzen sich jetzt richtig schön fluffig hier ins Lehmbett. Das seht ihr. Kann man jetzt ein bisschen andrücken. Wenn es jetzt nicht ganz reichen soll, dann kann man da immer noch mal ein bisschen was dahinter machen. Und so die Wände, die sind ja nicht so ganz akkurat gerade. Das ist halt beim Fachwerkhaus so. Da muss man ein bisschen leben. Wichtig ist, die Platten sollten nicht hohl liegen, denn das würde wieder den Dämmfaktor verschlechtern. Deswegen versuche ich das jetzt mit den Schrauben ein bisschen rauszuholen, dass die Platten sich noch schön satt an die Wand drücken. So generell kann man sagen, mit der Putzmaschine kann man schon so 2-3 Zentimeter Putz auf die Wand aufbringen, aber es geht halt auch nicht unendlich, ne? Also wenn richtig viel Putz an der Wand ist, dann fängt das dann irgendwann an wieder runter zu laufen. Deswegen muss man da so ein bisschen gesundes Mittel hinbekommen. Optimal wäre natürlich, wenn man die Wand erstmal komplett plan gerade putzen würde und dann die Platten anbauen. Aber naja, ich denke mir, bei so viel Dämmung, die ich hier noch dran machen muss, muss ich das auch irgendwie ein bisschen in Grenzen halten. Das ist ja schon mal einigermaßen gerade Wand. Drüben im anderen Haus wäre ich froh gewesen, hätte so eine Wand gehabt. Deswegen gucken wir erstmal, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Ich denke, das spielt sich dann ein. Wichtig ist natürlich die richtige Seite, die verputzbare Seite nach vorn zu machen. Die verputzbare Seite, die ist hier, die etwas dunklere, die ist beschichtet, dass da der Putz besser drauf haftet. Und also die Seite, die hier zur Wand kommt,
Die hat die gleiche Farbe wie die Holzfaserplatte. Wie gesagt, die dunklere Seite. Mal hier. Das ist die unbehandelte Seite. Und das ist die behandelte Seite. Hier sollte der Putz besser drauf haften. Deswegen kommt das nach außen ins Lehmbett. Und das hier da, das ist die Seite, wo der Putz drauf kommt. Bei den Befestigungen, da sagt man so circa 6 Stück auf den Quadratmeter, habe ich mal gehört, 5, 6 Stück auf den Quadratmeter. Aber man sieht ja, wenn man die Dinger in den Eichenbalken reinhaut, dass sich die ganze Platte komplett an die Wand ran drückt. Und von daher würde ich das jetzt auch nicht so genau nehmen, sondern das einfach so machen, dass man merkt, nachher, da kann ich eine Wand dran hängen und die Platsch fällt mir nicht wieder ins Zimmer rein. Und dann schlägt mir noch irgendjemanden. Also man muss das schon festmachen, das ist anständig festmachen, aber ich glaube, man muss es auch nicht übertreiben. Gerade wenn man hier Eichenbalken hat, das mit einer Tellerkopfschraube schafft es mein Schlagschrauber kaum, die da reinzuziehen. Wenn man jetzt solche Abschnitte hat, wie ich jetzt generiert habe, ich habe jetzt vorne so ein Köpfchen abgeschnitten, das braucht man nicht wegschmeißen. Das nimmt man dann gleich hier für den Anfang. Dadurch kriegt man dann auch noch einen schönen Versatz rein. Jetzt hat man natürlich verschiedene Maße jetzt hier beim dran machen, aber gut. Dafür hat man geringere Kosten beim Dämmen. Wie beim Laminatverlegen so ungefähr. Wir haben uns hier bei unserer Sanierung für den Einsatz von Holzweichfaser-Innendämmung entschieden. Zum einen, weil wir außen das Fachwerk sichtbar erhalten wollten und zum anderen, weil das Holzweichfaser, das Material an sich, ein ökologisches Material ist, was leicht von der Natur wieder abgebaut werden kann. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt Steinwolle oder Styropor einsetzt, die ja ein wesentlich größeres Entsorgungsproblem darstellen. Das Risiko, das oft im Zusammenhang mit einer Innenwanddämmung erwähnt wird, ist, dass ich eventuell einen Taupunkt oder den Taupunkt in meine Wand reinhole, da ich durch das Aufbringen der Dämmung unterstelle, dass meine Wand jetzt nach dem Dämmen wesentlich kühler wird, als sie es vorher gewesen wäre. Da muss man natürlich dazu sagen, dass damals niemand das Haus so geheizt hat, wie wir das heute tun würden, nachdem die Dämmung angebaut ist, weil es einfach absolut nicht effektiv gewesen wäre, das Haus so zu heizen. Damit wären auch alle Räume, die in diesem Haus vorhanden sind, niemals auf diese Temperatur gekommen, bis auf wenige Ausnahmen, auf die sie jetzt kommen. Wir verwenden zudem auf der Innenseite der Holzweichfaser-Innendämmung nachher eine Wandheizung. Das stelle ich euch in einem folgenden Video vor, die dann auch wieder mit Lehm eingeputzt wird, die in Zusammenarbeit mit dieser Holzweichfaser-Innendämmung dann verhindern soll, dass der Taupunkt innerhalb der Mauer liegt und die Mauer halt dadurch Wasser ziehen kann und dauerhaft nass und dadurch einen dauerhaften Schaden erleiden kann. In unserem Fall habe ich die Innenwanddämmung, die Stärke der Innenwanddämmung mit einem Freund abgesprochen, der eine Fachfirma hat, die solche Innenwanddämmung in Kombination mit Wandheizung in der Altbausanierung anbieten, und dementsprechend ist auch unsere Dämmungsstärke für unsere Wandstärke und für unsere Heizung dimensioniert. Hier sollte man aber immer noch mal einen Fachmann konsultieren, weil wenn ich hier was falsch mache und die Dämmung, gut gemeint, die Dämmung vielleicht zu stark mache, kann ich mir eben durch die zu starke Dämmung, die zu starke Abkühlung der Außenwand einen Bauschaden in meinem Haus holen. Obwohl ich was Gutes wollte, habe ich in dem Fall dann vielleicht was Schlechtes erreicht.
So, die letzten Elemente, die habe ich jetzt mal an der Bandsäge geschnitten. Weil ich das sonst also glaube ich nicht hinbekommen hätte. Wenn da jetzt hier noch so ein paar Ecken sind, und man sagt, da kann man auch was reinstopfen, dann kostet das jetzt wahrscheinlich keine Mühe. Man kann hier ein paar Reste reinstecken, die bei der Verarbeitung abgefallen sind. Ansonsten ist der Lehm, der jetzt daneben gegangen ist, nicht verloren. Den kann man so in ein Eimerchen reinpacken. Zum einen kann man den wirklich jetzt noch tagelang verarbeiten. Zum anderen ist es so, dass wenn man jetzt hier solche Ecken hat, kann man die auch schnell damit ein bisschen zuschmeißen. So ihr Lieben, ihr seht, das war keine Zauberei. Ich sag mal, das hat jetzt eine Stunde oder so gedauert, bis wir die Dämmung hier an der Wand dran hatten. Gut, das sind jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 5 Quadratmeter gewesen, irgendwie sowas. 100 Quadratmeter Dämmung habe ich unten liegen, das heißt 95 Left. Das muss ich euch natürlich jetzt nicht alles antun, aber man kann es gut selber machen. Klar, ich habe eine Putzmaschine, aber aufgrund der vielen Baustellen hier hat sich das für mich auch gelohnt. Lohnt sich nicht für jedermann. Wenn ihr mal sehen wollt, wie man das auch mit kleinerem Aufwand machen kann, dann guckt mal bei Christian bei Hausnummer 54 Widerrohr vorbei. Der hat tatsächlich sowas, sage ich mal, auch im kleineren Stil, womit das auch ganz gut funktioniert. Da ist dann halt wesentlich mehr Handarbeit gefragt. Hier kann man ordentlich Masse machen. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Hier geht es immer weiter bei uns am Haus. Viele spannende Abenteuer rund um das Leben hier bei uns an der Mühle, mit der Mühle. Regenerative Energien, Holz machen etc. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Kommt wieder zurück hier zur Mühle. Bis dahin, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.